Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wie immer aus dem Bambini Kids Club im Fitnessstudio NewFit. Heute darf ich den Manuel Cornelius Mitters zugeschaltet aus Wien begrüßen und wir werden heute herausfinden, wie ein freier Journalist für den Mainstream zum anscheinend größten Verschwörungstheoretiker in Österreich geworden ist. Und somit, hallo Manuel, schön, dass du dich für mich persönlich Zeit genommen hast, um eben über dein Leben und deinen Lebenslauf zu sprechen und dann eventuell in ein, zwei Dingen etwas tiefer einzusteigen. Denn wenn wir jetzt das alles durchgehen würden, würde das Gespräch oder das Video, glaube ich, 5 bis 10 Stunden dauern und das wollen wir jetzt mal auch nicht. Also nochmal hallo und danke für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Aber ich habe Also, jede Menge Zeit mitgebracht. dann, so, Manuel, wir starten jetzt mal bitte ganz einfach. Also, dass du quasi deinen Lebenslauf selbst darstellst, inklusive, also wir starten eben am 28. Dezember 1977 in Nürnberg, Deutschland. Also bitte quasi Geburt und dann auch so, wo du zur Schule gegangen bist, wann du nach Österreich gekommen bist, die ganze berufliche Werdegang inklusive jetzt, wo du jetzt bist und dann zum Schluss, mit welchen Themen du dich derzeit am meisten beschäftigst. Okay, also ja, wie schon gesagt, ich bin Ende Dezember 77 in Deutschland geboren, in Frankenland. Mutter Deutsche, leiblicher Erzeuger, Perser. Ähm, Waren aber schon getrennt, als ich auf die Welt kam. Also ich war so ein Betriebsunfall. Ich sage das jetzt ganz hart, aber es ist halt so. Ähm, und meine Mutter hat dann, als ich so 3 Jahre alt war, einen Wiener Austropop-Musiker kennen und lieben gelernt. Und dann sind wir nach einigen Monaten, das muss jetzt so gewesen sein, 81, 82, von Nürnberg nach Wien gezogen. Das war anfangs natürlich ein Kulturschock, weil Österreich Anfang der 80er Jahre halt schon noch, du hast gemerkt, gerade Wien, du bist dem Osten sehr nahe, ja, dem Vorhang sehr nahe, während die BRD damals halt zu dem Zeitpunkt, es gab halt einfach mehr an Waren im Supermarkt. Ich kann mich erinnern, wir sind ja immer so Weihnachten, Ostern, diese typischen Anlässe raufgependelt und haben dann den Kofferraum vollgepappt mit lauter Lebensmitteln, die es halt in Österreich nicht gibt. Ähm, so war das halt damals. Das Einzige, was in Österreich billiger war, war damals immer schon der Kaffee. Äh, äh, und der Sprit, was ich mich erinnern kann. Ja, dann bin ich halt in Wien gelandet. Mein Stiefvater, ein Musiker, Austropop-Musiker, ist für mich mein Vater. Er hat mich akzeptiert, eigentlich auch als seinen Burm, weil mein leiblicher Vater, dieser Perser, den habe ich dann ein paar Mal getroffen in meinem Leben, der ist schon gestorben, sehr jung gestorben, kommt aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie, ursprünglich. Die sind aber alle, als da 79 die Revolution war im Iran schon zuvor, haben die da das Land verlassen, haben teilweise Privatkliniken, also seine Geschwister in den USA und überall. Und er war halt immer so das schwarze Schaf, der Jüngste, der Künstler. Mhm. Und ich habe ihn dann zweimal besucht auf den Kanaren. Er hat am Schluss auf Fuerteventura gewohnt und ist im Alter von 53 Jahren im Jahr 2017 verstorben. So, ja, dann bin ich hier zur Schule gegangen. Ich habe Volksschule gemacht, ganz normal, in einer gut bürgerlichen, normalen, im 5. Wiener Gemeindebezirk, Einsiedlergasse. Ähm, Heute, glaube ich, kann man da nicht mehr hingehen. Damals ging das noch. Ich meine, es war auch damals schon ein hoher Anteil an bunt gemischten Schülern, aber es war nicht so krass, wie es wahrscheinlich heute ist. Hab dann da 4 Jahre Volksschule absolviert, dann bin ich
in ein Bundesrealgymnasium gewechselt, in die Waltergasse, das ist im 4. Bezirk, wo ich den Stefan Weber von Tradiwabel als Ja. Zeichen- und Werklehrer hatte. Das war meinem Stiefpapa sehr wichtig, weil ich den halt kannte. Und ja, war eine coole Schule, sehr, sehr locker, und habe da halt meine AHS-Matura dann dort vollzogen. Einmal sitzen geblieben. Und ja, dann habe ich mir überlegt, okay, Studium. Jetzt stellt sich die Frage des Studiums, was willst du studieren? Und ich war immer schon so ein Unentschlossener, und dann habe ich mich für 2 Fächer entschieden, die sowieso überhaupt keine Zukunft haben. Das waren Geschichte und Psychologie, die ich beide auch abgebrochen habe, weil Ja. Psychologie war nur Statistik. Das war mir dann echt zu doof. Und Geschichte wäre zwar an sich, ich bin ja heute noch geschichtlich interessiert, aber ich habe da schon dann auch früh gemerkt, dass es jetzt, ja, ähm, das liegt auch immer an den Professoren natürlich, aber der war halt auch ziemlich in seiner Art und Weise, jetzt nicht was den Inhalt angeht, sondern seine Art und Weise, wie er die Dinge vorgetragen hat, war das eine ziemliche Schnarchnase. Ja. Da habe ich dann gesagt, okay, nicht so mein Fall. Und ich hatte dann das Glück, dass ich 99, wir müssen ja dazu sagen, dass Österreich das letzte Land in Europa war, das Privatfernsehen terrestrisches bekommen hat, nach Albanien. Ja. Äh, und wir hatten damals einen Wiener Stadtsender, der hieß Wien 1. Aha. Aus Wien 1 wurde von 99 auf 2000 ATV Austria Television der erste österreichweite terrestrische Privatfernsehsender unter der Leitung von Tilman Fuchs. Das ist Aha. einer der Söhne von dem verstorbenen Maler, vom Ernst Fuchs. Mhm. Er Ja. hat das geleitet, hat aber zur Tele5-Gruppe gehört, und da habe ich Talks gemacht. Am Anfang, das erste Jahr, mit Hatschi Bankhofer, den kennt man vielleicht, der kam vom Radio, ist ein bisschen so der Sohn von diesem Dr. Bankhofer. Aha. Äh, Ist so halblustiges Kerlchen, und das war so ein Trash-Talk à la Arabella Ah, Kiesbauer, okay. Bärbel Schäfer, bis zu der Zeit in Deutschland, der gerade so in den Aha. 90er Jahren modern war, also ziemlich trashy. Und da war ich zuständig für Gästeakquise. Also ich musste diese ganzen Sonderfälle finden, einladen, ähm, dann eine Struktur aufbauen. Das hat auch gut gepasst. Und dann im zweiten Jahr wollte ich aber was anderes machen und bin dann zum Headline Talk. Ein Headline Talk, das war eine tagesaktuelle politische Sendung mit der Heide Schmidt, der ehemaligen Politikerin, und dem Dieter Aha. Mohr, was schon eher mein Fall war. Ähm, Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ging allerdings die Produktionsfirma pleite. Das war damals Brassel und Stampf. Aha. Und dann hat eine deutsche Firma, Red Entertainment, die auch für Sat.1 damals diese Vera, auch so eine Talk-Königin unter Anführungszeichen, so eine mollige, weiß nicht, wie du dich erinnern kannst, für Ja. Sat.1, egal. Ja. Und da habe ich dann mit der Eva Pölzl, die ja jetzt beim ORF ist, Aha. auch einen Talk gemacht. Und das waren dann fast 3 Jahre. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt habe ich mir das angeschaut, ich bin noch sehr jung, ähm, Medien, okay, aber ich möchte mir noch was anderes anschauen. Und damals war es noch möglich, ohne Sozak oder PEDAG mit Abendkursen als Kinder- und Jugendarbeiter Aha. quasi zu fassen. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht, für den Verein Wiener Jugendzentren tätig. In einer Einrichtung zuerst im 15. Bezirk in der Hollergasse. Da war halt dementsprechend hoher Migrantenanteil. Das zweite Jahr war ich dann im Wohnpark Alt-Erla. Da war dann genau eher das gegenteilige Klientel, halt eher die wohlstandsverwahrlosten Kids, wo beide Elternteile arbeiten gehen, wo es den Kindern materiell an nichts fehlt, aber die einfach mit sich selbst nichts anfangen können. Ja, Aha. während in der Hollergasse halt du wirklich so von Türken, Ex-Jugoslawen halt eher, ja, klar, die sozial schwächere Schicht hattest. Das habe ich 2 Jahre gemacht, weil die Bezahlung sehr lausig war. Ich bewundere die Menschen, die das ein Leben lang wirklich durchdrucken, weil es ein harter Job, geht rein, ich meine, du hast zur Supervision und solche Dinge, aber nichtsdestotrotz ist die Bezahlung wirklich sehr, sehr lausig für Also das, meine was Meinung, du.
also rein ideologisch gleich, wie wenn man jetzt die Pflegeberufe hernimmt, also als Pflege- oder Krankenschwester, was die verdienen und die Ja, leisten, ist das viel zu wenig, ja. Das stimmt schon. Bin derselben Meinung, ja. genau dasselbe auch in dem Bereich. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, schaust halt wieder Medien irgendwie und dann bin ich bei einem Print-Magazin reingerutscht. Das war so ein Quartalstitel, Kunst und Kultur. Das hieß Art Quarterly, also Kunst im Quartal, war Aha, ein Quartalstitel. Ähm, und der hat das sehr, sehr aufwendig gemacht mit so 18 Karat Blattgold, Logo und sehr dekadent. Und die Kunden halt, also ich habe einerseits Key Account Management, also Anzeigenverkauf gemacht, aha, habe aber auch Artikel geschrieben über also Musikrezensionen, was mir halt gelegen ist. Während er halt da diese ganzen Hochkulturartikel geschrieben hat. Wir waren eine Drei-Mann-Show, ja. Also aha. er, der Chef, ich und dann hatten wir noch den Layouter. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nur da habe ich dann festgestellt, Betrug, und das ist aber jetzt kein Einzelfall. Es gibt ja diese österreichische Auflagenkontrolle, die ist aber freiwillig. Also jedes Printmedium kann sich da freiwillig melden und sagen, geben unsere Druckdaten bekannt. Also bei den Tageszeitungen stimmt das in der Regel, aber bei diesen ganzen Monats- und Quartalstiteln, da wird irrsinnig viel gefaked. Er hat zum Beispiel eine Druckauflage von 30.000 angegeben, gedruckt hat er 3.000 und eine Aha. Anzeige, eine Seite hat 12.000 Euro gekostet. Ja, kannst du dir vorstellen. Okay. Ja. Wow. Ja. So läuft aber das ist jetzt keine Einzelfall, das ist halt eine gängige Praxis und das wissen auch die Agenturen, weil du arbeitest ja mit Agenturen. Also Aha. entweder gibt's die Agenturen, die halt diese ganzen Kunden betreuen, die wissen genau, was Sache ist. Ja, sehen sie sich da, ja, passt. Und das Magazin war halt sehr, sehr, sehr hochwertig von der Aufmachung. Oder auch nicht. Und das ist ganz normal, also die wissen da, wie das läuft und spielen halt mit, weil sie ja da auch mitschneiden. Also das ist halt, wie es läuft. Ja, das habe ich dann auch 2 Jahre gemacht und dann habe ich ein Stipendium bekommen da gab es dann schon Puls TV, das war auch ein Staatssender, Aha. wo der Herr Helmut Brandstätter, der jetzt bei den Neos ist, damals Chefredakteur war. Und dann hat die 7 Media, die quasi zu dem Zeitpunkt für die ProSieben-Gruppe diese Österreich-Werbefenster vermarktet haben. Also Ja. sprich, wenn auf ProSieben, Kabel 1, also zu dieser Sendergruppe in Österreich Werbung gelaufen ist, waren die dafür zuständig, dass der österreichische Werbecontent auch in Österreich gesendet wird. Aha. Und der Markus Breitenecker, der Chef dieser Firma, hat dann die Idee gehabt, Puls TV zu übernehmen und daraus dann Puls 4 zu machen und wieder einen österreichweiten Fernsehsender. Ja. Wir waren damals allerdings noch also im Museumsquartier, im ehemaligen Tabakmuseum. Ja. Äh, und da habe ich Talk of Town gemacht. Das war auch eine tagesaktuelle Talksendung mit der Manuela Reidl, Aha. die auch heute noch bei Puls 4 ist. Kennt man vielleicht. Ja. Ähm, und habe auch Nachrichten gemacht für die Pro7 Sat.1 Nachrichten, habe verschiedenste Beiträge gemacht, Society, also alles Mögliche im Angestelltenverhältnis, weil dieses Stipendium, ich habe da eine Ausbildung bekommen als Videojournalist, wo du halt die Basics in Kamera, Schnitt, Vertonung und so über einen Zeitraum, ich glaube, das ging 3 Monate. Und dafür musste ich mich aber verpflichten, 2 Jahre im Angestelltenverhältnis bei Puls 4 zu bleiben. Das habe ich dann auch Aha. gemacht. Das war dann eben von 2008 bis 2010. Und da habe ich dann schon gemerkt, obwohl die Redaktion, die meisten Menschen sind eh lieb, aber sie sind halt leider indoktriniert. Da gab es mehrere einschneidende Erlebnisse, wenn ich da ein paar, vielleicht 3 Anekdoten erzählen darf. Unbedingt, ja. Ähm, Wir hatten mal die Barbara Rosenkranz als Gast, die ja damals für die FPÖ Niederösterreich noch tätig war. Und am Schluss war diese Sendung interaktiv, weil sie live war, mit so einer Mehrwertnummer. Und da konnten die Menschen anrufen, überzeugt sie jetzt die Politikerin? Ja, 0800, ich weiß nicht mehr die Nummer, 01, nein, 02. Ja, und das hat 70 Cent gekostet pro Anruf. Mhm. Und in der Live-Regie musst du dir vorstellen, da sitzt der Bildmeister, der Regisseur, der Tonmann, dann der CVD, das ist der Chef vom Dienst, Mhm.
Und der zweite Mann, das wechselt immer im Radl. An dem Tag war nicht ich CVD, sondern eine Kollegin. Ich bin am Rechner gesessen, wo ich diese Inserts beziehungsweise diese Votings ausgewertet habe. Und das war dann irgendwie alles sehr, sehr strange, weil 67% fanden die Frau Rosenkranz überzeugend. Und dann Mhm. muss sie das 1:1 umdrehen. Ah, Äh, okay. ja, ja, weil wir können die FPÖ nicht so gut aussteigen lassen. Mhm. Und da haben wir die erste Diskussion gehabt, sagen, das kann man nicht bringen, die Leute rufen dort an, zahlen ein Geld, ja, und du bist ja jetzt weil du grün bist, was ja in Ordnung ist, ja, aber die politische Gesinnung da jetzt mit einfließt, das ist nicht seriös. Und ich habe dann natürlich auch beim Programmchef mich aufgeregt, ist aber nichts passiert, wurde unter den Deckel gekehrt und da gab es ein paar so Ereignisse, auch, du musst dir vorstellen, du kommst da um 9 Uhr ins Büro, dann hast du in deiner eigenen Redaktion halt einmal eine halbe Stunde, wo du dir ausmachst, welches Thema machen wir heute. Und dann geht eben der CVD, das wechselt immer im Radl. Mhm. Ich war auch bei mal CVD und dann bin ich zum Beispiel in diese Morgensitzung, die ist dann immer um 9:30 im Büro vom Programmchef und sitzen von allen Redaktionen die jeweiligen Tages-CVDs und stellen das Programm des Tages vor. Ja, und da wollte ich zum Beispiel einmal so eine Geschichte machen, da war 9/11-Jahrestag. Und der Programmchef, was willst du diskutieren, ist ja alles klar. Und ich sage, ja, nichts ist da klar. Ich meine, da gibt es so viele Dinge, über die man eigentlich wertfrei, ich sage jetzt, wollte jetzt nicht da sagen, dass äh, alle Verschwörungstheorien stimmen, aber ich wollte zumindest eine kontroversielle Diskussion über das Thema Mhm. führen. Na, wurde abgewiesen. Dann hält mir der Programmchef die Österreich, also diese Zeitung vor die Nase und da war der Lugner am Cover. Ja, wir laden den Lugner ein. Ich sage, was mache ich mit dem Lugner? Wir sind eine Politsendung. Na, lad mal den Lugner, der bringt Quote. Sag ich, ja, Alter, du mit deiner Quote. Und jetzt komme ich zur Quote. Die Quote beim Privatfernsehen oder generell beim Fernsehen wird ja auf eine sehr, sehr dubiose Art und Weise erhoben mit Teletest-Haushalten. Mhm. Man kann auf www.agtt.at Mhm. jeweils vom Vortag sich in Österreich die Quoten anschauen. Das wird angeblich durch 3000 Teletest-Haushalte, die in Österreich auf demografische und soziale Schichten versteuert aufgeteilt sein sollen, erhoben. Allerdings sind ja alle diese Boxen mittlerweile am Netz. Also es wäre ein leichtes, ganz genau zu erheben, wann wer was schaut und wegzappt. Ja, und jetzt braucht man keiner mit Datenschutz kommen, weil ja, äh, das ja, kann man natürlich jetzt als vorgeschobenes, aber man zumindest ja jeden fragen. In der Theorie könnte man ja eine Aussendung machen. Wollen Sie als UPC oder was auch immer Kunde, ja, quasi mit Ja. an der Genau, an der Erhebung? Umfrage teilnehmen, ja, genau. Genau, das könnte man ja machen, ja. Und die Leute, die Nein sagen, dann Nein, aber zumindest wäre das dann wesentlich repräsentativer als mit diese 3000 Teletest-Haushalte, weil kennst du jemanden, der jemanden kennt, der Teletest-Haushalt war? Mach. Also nein, Ja, ja, ich persönlich nicht, nein. und ich frage jedes Mal, wenn wir zu dem Thema kommen, keiner kennt jemanden. Das ist sehr, sehr dubios und anhand dessen orientiert sich natürlich die Werbewirtschaft. Klar. Also dieser Quotendruck, der beim Privatfernsehen natürlich vorherrscht, der ist so einerseits intransparent und auch so unlogisch, ja, weil da sind Sendungen, die waren für viele sau schlecht, haben die besten Quoten und Sendungen, wo alle meinen, die waren super, hatten genau Nullquote. Ja. Also das ist alles so, da gibt es keinen Parameter, wo man jetzt sagen kann, an dem orientiere ich mich, dort, wo ich weiß, da passt die Quote. Geht einfach nicht. Das ist alles so ein Lotteriespiel. Und dann gab es noch ein paar andere Geschichten. Zum Beispiel wurde ich auch mal losgeschickt, Voice Pops, Meinungsumfragen, du weißt, du Ja. rennst auf der Straße, was halten Sie von das und das? Und dann wurde ich mit meinem Kameramann einmal extra zum Räumenplatz geschickt, weil wir einen Sager benötigt haben von einem extremen Sauproleten, der uns ins Mikro sagt, ja, alle Ausländer sind geschissen und die FPÖ ist super und genau wegen so einem Sager und solche Leute hat man halt da eher am Räumenplatz zu dem Zeitpunkt gefunden, ja. Und nur wegen dem Sager sind wir dorthin. Ja, Also zum Beispiel. Der Auftrag war klipp und klar, diese also Ansage zu besorgen. Mit Richtig, Ton und Bild, okay? genau, genau.
Ja, anderes Beispiel, der ORF hatte ja mal so einen Skandal, vielleicht kannst du dich erinnern mit diesen Skinheads, die ja da, bei Ed Moschitz war da der Regisseur, wo sie in Wiener Neustadt bei so einem Strache-Event waren und angeblich Sieg Heil geschrien hätten. Ah, ja, jetzt, ja. Mhm. Kannst du dich erinnern an die Geschichte? Ja. Das war ja ein Riesenskandal. Und ich habe dann diese beiden Skins auch einmal bei uns gehabt. Und die haben mir gesagt, sie haben ein Geld bekommen, natürlich. Mhm. Und denen wurde gesagt, jetzt sagt es her, jetzt sagt es her. Also die wollten ja nicht einmal dorthin, weil die haben kein Auto, die waren aus Wien-Simmering, ja. Die Mhm. haben überhaupt nicht vorgehabt, nach Wiener Neustadt zu fahren. Und da jetzt dann auf Kommando Sieg Heil zu schreien, ja. Also das war, es ist eine ganz sehr, sehr absurde Geschichte. Ja? Und die haben mir, also uns in der Sendung klar gesagt, sie haben Geld bekommen vom ORF, ja, und sie mussten auf Ansage des Regisseurs, jetzt sagt es ihm, ja, also das, schon wissen, ja, dieses Ja. Sieg, ja, also das wollten die nicht. Und dann, lauter so Dinge. Letzte Anekdote, damit es nicht zu langweilig oder langatmig wird. Es gab mal das Gerücht, dass der Ratko Mladic, dieser Kriegsverbrecher, in Wien untergetaucht sei als Wunderheiler. Mit Also Rock. Unterhalt, okay, das so ein, okay, ja. Na, da bin ich auch mit einem Kameramann hin. Das war damals im 15. Bezirk, da irgendwo bei der Jonstraße. Und wir haben die Wohnung gefunden und ja, es gab keinen Wunderheiler. Also vollkommener Humbug. Ähm, und die Geschichte, pass auf, mir wurde noch extra der Auftrag gegeben, wenn die Frau oder die Tür aufgemacht wird, soll der Kameramann sofort draufhalten, Scheinwerfer, ja, was ja total illegal ist, ja. Ja. Also das darf man normal nicht bringen, aber die haben gesagt, macht's das. Ja, und ich habe schon ein scheiß Feeling gehabt, da macht so eine arme Jugoslawin auf, ja, und die kriegt gleich den Scheinwerferstrahl ins Gesicht, und dann frage ich sie schon so leicht irgendwie peinlich betröppelt, wie schaut's denn aus, ist der Mladic da, gibt's den? Natürlich nicht, ja, das war alles eine Ente, aber allein zu sagen, ja, draufhalten, gehen wir, ja, Ja. äh, ohne Einverständniserklärung. Normalerweise musst du mal fragen, ist es Ihnen recht, dass wir Sie filmen, ja? Äh, Ja. Das ist scheißegal, Datenschutz, persönliche Persönlichkeitsrechte, ist klar. scheißegal. Ja, und solche Dinge, und das war dann für mich so nach und nach immer mehr so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, das geht sich nicht mehr aus. Und ich dachte, jetzt mache ich Sport, weil Sport ist halt unpolitisch, dachte Mhm. ich. Und bin dann zu Servus TV. Und Servus TV war damals noch nicht das Servus TV, das wir heute kennen. Mhm. Ähm, waren sehr viele Deutsche, die den Laden geleitet haben für einen Mateschitz. Und ich bin zwar mit Herrn Wegscheider, der war damals schon da, zusammengesessen und der wollte damals schon ein bisschen kritischere, da war Pegida gerade zu Thema, ja, in Dresden war Mhm. diese, ja. Ja. Also er hat die Ambition gehabt, schon kritischeres Fernsehen zu machen, aber irgendwie ist er da auch abgewürgt worden und daraus wurde dann nichts. Und dann habe ich halt Eishockeyspiele kommentiert Mhm. für Servus TV und auch andere Sachen, Fußball und solche Geschichten. Mhm. Und dann war ich noch freier Wien-Reporter, weil es hat zu dem Zeitpunkt keine Servus TV Wien-Redaktion gegeben. Das war alles damals in Salzburg. Mhm. Und da habe ich für Servus Journal halt auch Beiträge gemacht, die dann überspielt worden sind. Gibt es auch einen online über die Hypo Alpe Adria Geschichte, den habe ich auf meinem Blog verlinkt. Mhm. Äh, solche Sachen. Aber das war halt alles nicht so, wie es mir vorgeht oder wie es eigentlich einmal ausgemacht war. Äh, und dann haben wir das Jahr mittlerweile 13, 14 gehabt. Und ich war ja schon vorher sehr, sehr alternativ orientiert. Also ich habe damals gab es einen Alexander Benesch, weiß nicht, ob der was sagt, Infokrieg TV, der hat halt so, Mhm. äh, ja, das war so der erste, der halt im deutschsprachigen Raum alternative Nachrichten gemacht. Es gab andere, dann kam halt Joe Conrad und dann kam Noviso und so wuchs es langsam. Und ich habe dann, Wann kam KenFM? KenFM kam ein bisschen später, also der kam so roundabout 2010 oder 12, muss der Mhm. Ken gekommen sein. Ja, sowas herum. Mhm.
Aber die ersten waren also der Benesch, dann eben Nextworld, also von Jan van Helsing, dieses Secret TV, das war so Bezahl, Mhm. PTV quasi, und halt nur Wieso, das waren die ersten. Und da habe ich dann schon gesagt, okay, ich möchte auch alternativ machen. Und wir haben damals einen Blog mit meiner damaligen Freundin gemacht, der hieß The False Flags, so hieß auch der erste YouTube-Kanal von mir, hatte Genau, auch ja. damals 20.000 Abonnenten, wurde alles dann weggeballert, ja, im Laufe der Zeit. Und mit der Trennung von dieser Beziehung und die Beziehung, über die können wir nachher noch reden, weil das war der Stein des Anstoßes zu einem ganz, ganz harten Thema, in das ich mich rein Mhm. begeben habe, äh, Missbrauch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen neu an, neues Wording, out of the box, war dann halt so für mich angesagt, dass ich neues einfach, neuer Name und neues Konzept. Mhm. Und ja, das hat dann auch gut funktioniert, bis halt ich gemerkt habe und da haben mich dann auch viele für verrückt erklärt im deutschsprachigen, also von den Alternativen, weil ich gemerkt habe, dass bei YouTube schon damals, und wir sprechen jetzt vom Zeitraum 14, 15, 16, dass da schon die Klickzahlen und sehr viel nicht mehr gepasst hat. Mhm. Ich habe das halt, ich gebe zu, wahrscheinlich zu oft, ich bin Leuten schon ein bisschen am Arsch gegangen, äh, aber ich habe halt als einer der ersten festgestellt, dass da einiges nicht passt. Und dann wurden auch die ersten Kanäle gelöscht. Das war der Oliver Zumann, Trolls of Vienna, auch Mhm. in Wien weg. Und da wurden einige Kanäle gelöscht, auch mein False Flag Kanal. Ja, und dann irgendwann so 17 oder 18 auf einmal bin ich da auf Piram aufgetaucht. Ja. Ja, und Piram, ich mein, du hast es ja gelesen, du hast es wahrscheinlich vor dir ausgedruckt. Wenn Ja. du das jetzt liest, neutral, was denkst du dir? Wenn du mich jetzt nicht kennst und du liest es, was geht da in dir vor? Also, wenn ich mir das Ganze hier durchlese, die 25 A4 Seiten inklusive den Links und den Nachweisen von Kurier, Wikipedia, ORF, Corona-Leugner, ähm, wirst du halt so dargestellt, als wirklich den größten äh, ja, Verschwörungstheoretiker, eben recht, also recht extrem und komischerweise auch radikal Islam. Keine Ahnung, wie die Kombination funktioniert. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. In eine Richtung schieben, ja, aber einmal links oder einmal rechts quasi, keine Ahnung, wie das geht. Also Ja, das ist Bündnis Sarah Wagenknecht in Extrem. ähm, und weil wenn ich mir jetzt auch so deine Gespräche, die du geführt hast mit einem Daniele Ganzer, Friedensforscher, Dirk Bohlmann, mehrfach ausgezeichneter Autor und äh, auch glaub, Filmproduzent und so, gell? Also das ist, da kann dann jetzt nicht viel dran sein, aber wir werden den Thema jetzt sicher auf und umgehen. Nur eine Frage habe ich noch in deinem Lebenslauf, der Xing, bei Xing ist, da steht mhm. Bild.de. Ja, Du da hast, war ich auch einmal, genau. Ich war für Bild.de habe ich zu der Zeit, als ich bei einer Produktionsfirma noch war, das muss gewesen sein 2010, 11, aber da war ich nur frei. Also ich habe da nur zugeliefert. Ich habe mit Bild in dem Sinn keinen Vertrag gehabt, okay, sondern ich habe Sport, ich war in Deutschland unterwegs und habe dann ein paar Fußballer quasi interviewt. Und dann hatte ich den Scoop, dass ich den Bruder von Mesut Özil und seinen Cousin quasi ausfindig gemacht habe mhm. und interviewen konnte in Gelsenkirchen und das Material habe ich halt an Bild.de verkauft. Also nicht ich, aber die Firma, für die ich damals tätig war, deswegen auch im Berliner Tagesspiegel und so. Aber da war ich nie in einem Verhältnis. Also da gab es nie einen Vertrag, sondern wir haben das halt an die weiterverkauft, ja. Mhm. Okay, also wenn man das jetzt so liest, also dein Lebenslauf ist also für mein äh, Beachten ja sehr, wirklich sehr imposant und sehr
bemerkenswert. Auch die Positionen mit freiem Journalismus, das ist sehr, sehr cool. Und dann steht hier da, dass du seit wie steht's jetzt? Seit November 2012 jetzt quasi ausgestiegen bist aus den Ganzen und jetzt selbst Projekten nachgegangen bist und verwirklicht hast. Welche waren das? Also wenn wir mal oder das allererste, mit welchem Thema hast du dich da beschäftigt, vor allem auch mit dem Namen Out of the Box, ne? Na, Genau. zuerst war es The False Flag. Das war The False Flag. Ja. Okay, Zu dem und da hast Zeitpunkt. du schon deine ersten Projekte präsentiert. Ne, was verstehst du unter Projekte? Also ich habe mich am Anfang natürlich durch die Gespräche, ich habe am Anfang mich darauf fokussiert, dass ich Interviews führe. Ich habe ja mit nahezu, also nicht allen, aber vielen Bekannten, Daniele Ganz hast du schon angesprochen, und ich zweimal sprechen, Gerd Wisniewski, Hermann Plopper, Dr. Wolfgang Freisleben, ein österreichischer Journalistendiener, der ja auch für die Zeit und die Welt gleichzeitig geschrieben hat, der auch die allerersten österreichischen Börsengang begleitet hat an der Nasdaq, ja. Also ein Ökonom eigentlich, der dann auch als Schwurbler abgetan wurde, also Interviews eher geführt. Thematisch war am Anfang halt natürlich Phantomterrorismus mein Kernthema durch 9/11 und diese ganzen Geschichten, die danach kamen. Also nach 9/11 gab es dann noch Madrid, diese 7/7-Bombings in London. Dann kam ja diese komische Charlie Hebdo-Geschichte, Bataclan, Nizza und so weiter. Mit dem habe ich mich dann intensiv beschäftigt und habe dann später einen Dokumentarfilm auch gemacht über 9/11. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Na, wo ist der, wo kann man den also kann man den noch Der ist- irgendwo? Ja, Ja. den findet man, also den habe ich dann für Auf 1 gemacht. Für wen? Auf 1? Also auf 1, okay, ja. Ja. Mhm. Da habe ich 2 Dokus gemacht, eben also diese 9/11-Doku und eine über Krisenvorsorge, na sogar 3 und dann eine über politische Morde, ja, wo es um JFK, dann Detlef Kasper Rohwedder und Herrhausen Ja, ging. Genau, das habe auch ich gemacht für Auf 1. Ja. okay. Also das heißt, bist du oder arbeitest du so noch immer für auf 1 teilweise Nein, oder nein. ist auch bei Nein. Netz? Okay. Ich war auch nie fix bei Auf 1 oder so, sondern einfach Ja, frei, ähm, freiberuflich. ja, was frei. Ich habe die Filme gemacht und die waren interessiert, weil die Filme ja wirklich gut sind. Und dann wurden die Filme halt abgenommen. Also, ja, so. Mhm. Aber ich Ja. war nie in einem vertraglichen Verhältnis mit Mhm. Auf 1. Okay. Dann, also im Endeffekt sind das jetzt ja Dokumentarfilme. Was hast du sonst noch so gemacht? Ja, eine meiner, eigentlich, wo ich bekannt geworden bin, war halt, ich habe die Beziehung zuvor angesprochen, wo ich dann drauf gekommen bin, die ist missbraucht worden, meine damalige Freundin. Und das war sehr, sehr schwierig, weil einerseits als Journalist packt dich der Ehrgeiz, Mhm. auf der anderen Seite nimmst du so eine Art Hobbytherapeutenrolle ein, was ganz, ganz toxisch ist, also wirklich ungesund. Ähm, und bin dann aber drauf gekommen, dass man muss ja ausloten. Erzählt dir jetzt am Blödsinn, ich meine, dass sie bipolare Störungen hat, das habe ich recht schon früher gemerkt, aber ich konnte es halt nicht zuordnen. Ja, was ist da los und so. Und dann irgendwann gab es einmal so ja, dieses Ereignis, wo sie sich dann auch geöffnet hat. Und ich dann, manchmal erzählt sie mir jetzt ein Blödsinn, übertreibt sie, aber das ist auch immer ganz schwierig, ja, bei solchen Menschen dazu auszuloten. Und ich habe dann weitestgehend auch recherchiert und das, was sie mir gesagt hat, stimmt oder hat weitestgehend gestimmt. Ihr Vater ist zum Beispiel, weil sie Mexikanerin ist, der höchste Freimaurer Mexikos. Den kann man auf YouTube finden. Ich weiß den Namen, ich kann den Namen auch sagen, ich habe da keinen Schiss. Der heißt Cesar Elias Guerra Castillo. Ja. Das ist, gibt's Videos auf YouTube, El Gran Maestro, da steht er vom Logentemple, also das ist ihr Vater.
Und der hat sie missbraucht, als sie in Mexiko war, im Alter von 7 bis 13. Ja? Mhm. Und wurde aber wie eine Adelige erzogen. Also so wirklich so beidhändig schreiben lernen, ja, mit 3 Jahren schon Mathe und so. Also die war sehr, sehr, sehr gebildet, aber Mhm. halt total kaputt, was die Psyche und die Seele angeht. Und dann haben wir ja das Problem, dass wir in Österreich keine Institution haben, die für Opfer von, und sie ist rituell missbraucht worden, auch wenn viele sagen, das gibt's nicht, aber es gibt ja noch alte BBC-Dokus, wo sogar gesagt wird, dass es rituellen Missbrauch gibt, ja. Aber Mhm. heutzutage wird das irgendwie negiert. Mhm. Aber in den 90er Jahren gab es es schon noch bei der BBC, ja. Aber es gibt keine Institution, die solchen Opfern hilft. Ja, dann bin ich einmal zu einer normalen Therapeutin mit ihr hin, mit rein durfte ich natürlich nicht. Und dann kam sie raus und dann habe ich sie gefragt, ja, wie war's? Na, ich soll einen Pullover stricken, sage ich, oder einen Schal. Sage ich, das ist nicht der Ernst, oder? Was? Ja, ich meine, was soll das jetzt bringen? Also so vollkommen, ja, für Mhm. mich zumindest. Also bei der also Therapie von Missbrauchsopfer einen Schal stricken als Form von Therapie. Ja, Ah, okay, interessant. Also, ja, es ist absurd, nicht interessant, es ist traurig, weil es eben keine Einrichtung in Österreich gibt, weil es ja seit neuestem keinen rituellen Missbrauch gibt. Warum gibt es keinen rituellen Missbrauch? Weil ritueller Missbrauch im Strafgesetzbuch in Österreich als auch Deutschland nicht drinnen ist. Und wenn da niemand verurteilt wurde, weil es das mhm. nicht gibt im Ja, Strafgesetz, ist es logisch natürlich, dass, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, auch keine Institut, keine Einrichtungen diesbezüglich gibt es klar, ja. Mhm. ja, Ja. das ist ein Riesenproblem. Und und das heißt, also aufgrund dessen hast du dann eben die Recherchen dann eben vertieft, so bist du dann weitergegangen diesbezüglich, aber so Freimaurer und so betrifft. Auch, ich habe dann den Kurt Kuch, der damals ja noch gelebt hat und für das News der Chefredakteur war. Mhm. Er war ein guter Bekannter von mir und der hat mich dann mal eingeladen in die News Tower. Da ging es um den Fall Campusch. Mhm. Er hat mir den gesamten Campusch-Akt, 60 Terabyte, Nochmal übergeben. bitte. 60 Terabyte. Ja, ich habe in meinem Artikel gibt's die Messenger-Konversation. Nachdem er tot ist, kann ich das ja auch bringen, ja, Mhm. nennen. Und da sagt er, es sind 60 Terabyte. Das habe ich mir alles runtergezogen und ich habe dann 2 Beiträge gemacht anhand dessen, was in diesem Aktenkonvolut zu finden ist, aber nie in den Mainstream-Gazetten zu lesen war. Beim ersten Beitrag gab es eine Abmahnung von Herrn Lansky, einem der Anwälte von der Frau Kantusch. Mhm. Nach dem zweiten Beitrag gab es einen komischen Schlägertrupp, ja, den ich nicht zuordnen kann. Aber der Dick Pullman meint, wir haben uns dann über das einmal unterhalten in dem Talk, dass es eine ganz, ganz typische Herangehensweise von Diensten wäre, um das Opfer im Unklaren zu lassen. Ja, und er meint schon, dass das zusammenhängt, weil ich in einer damals sehr, sehr ruhigen Gegend gewohnt habe. Also da war kein Banden oder Hotspot jetzt, was irgendwie kriminelle Figuren. Gewalttaten, ja. Mhm. Ja, und vor allem, die waren 4, so Tschetschenen oder Russisch und haben uns Raub gefragt, gib uns Geld. Ja, und ich habe meine Laptoptasche gehabt und der gibt mir aus dem Nichts einen wirklich Bumm, hat mir 10.000 gesagt, ich bin zu Boden gesackt, habe geblutet wie ein Schwein und war wirklich so halb K.O. Und anstatt Raubüberfall mir die Geldtasche problemlos ziehen zu können oder die Laptoptasche nehmen zu können, die sind einfach gegangen, ohne irgendwas. Das ist ein toller Raubüberfall. Mhm. Ja? Ja, und dann habe ich festgestellt, okay, Campus, für mich als Wiener ein bisschen suboptimal, ja, bringt mir nur Probleme. Und dann haben wir auf WikiLeaks diese Dutroux-Exposés gefunden. Was Also, ist das? Kann das nur kurz erklären, was das genau ist, ja? okay, also Marc Dutroux sagte jedem was, ne? Der hat in den 90er Jahren, gab es ja da auch eine Vermissten- oder eine Entführungswelle von Kindern. Na, also in Marc, Österreich war das? War das in nein, Österreich in oder? Belgien, es war in Belgien. Ah, Belgien, okay, na. Mhm. Marc Dutroux.
Dutroux. Nein, kenne ich so nicht, nein. Okay, egal. Und wir haben dann diese wirklich auch Tausenden von Seiten Ansprache Französisch in Belgien von Mhm. 5 unabhängigen Quellen, die sie nicht kennen, ins Deutsche übersetzen lassen und sind dann halt auf viele Spuren gekommen, die nach Deutschland reingehen, Mhm. die aber nie irgendwo in den Mainstream berichtet wurden. Dann bin ich dann nach München, habe mal Anzeige erstattet gegen die Betreiber eines Sadomaso-Studios. Und ich habe auch Anzeige erstattet wegen Mord, weil da steht, dass die Elisabeth Briget, das war ein Mädel, die ist Ende der 90er Jahre entführt worden. Und offiziell heißt es, dass sie von einem Frauenmörder entführt worden wäre. In den Akten steht allerdings klar drinnen, dass der Michel Nioul, der schon damals immer irgendwie bekannt, also der war bekannt, das war ein Geschäftsmann, ein sehr einflussreicher, Mhm. ja, ähm, der hätte sie für ein Kinderprostitutionsnetzwerk in Hamburg zugeführt und dort unabsichtlich bei Sadomaso-Aktivität unabsichtlich getötet. Steht in den Akten. Mache ich Anzeige wegen Mord, weil Mord verjährt nicht. 3 Wochen später stirbt der Nioul. Aber der war auch nicht mehr der Jüngste, der war schon schwer krank. Also Mhm. ich sage jetzt nicht, dass er wegen mir gestorben ist, ja, das wäre jetzt ein bisschen vermessen. Aber es war halt sehr unglücklich, dass er halt 3 Wochen später verstorben ist. Und dann kam was ganz Komisches. Im Dezember 20 ist meine Wohnung angezündet worden, also abgefackelt worden. Mhm. Durch eine Lithium-Akku-Explosion eines Laptops, der noch in der Garantiephase war, wo es ein Bekennerschreiben noch gab. Und das Brandgutachten, weil viele haben geglaubt, der Mano war schon wieder ein bisschen, was du, so Holodaro. Ja. Aber das Gutachten gibt mir ganz klar recht, bestätigt das, was ich wahrgenommen habe. Das ist zum Glück, weil ich hatte keine Versicherung, nichts. Bin aus Mhm. dem Schneider, weil sonst wäre ich jetzt hochverschuldet. 4 Wohnungen Totalschaden. Es gibt auf meinem Blog auch die Fotos, da ist nichts mehr übrig geblieben. Nichts mehr. Nichts. Nichts. Ja, ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden mit einer Jogginghose, 2 linken Schuhen und ein T-Shirt. Ja? Okay. Und dann kam so ein komisches Bekennerschreiben, so formuliert, kann man jetzt sagen, es war ein Troll, ja? Könnte man meinen, das war in der Troll. Nur das Mhm. Seltsame, der Troll muss IT-mäßig schon sehr fit gewesen sein, weil E-Mails haben ja in der Regel einen Header. Mhm. Weißt, wo die Ja, ja. IP-Adresse, Ja, sicher. die hatte keinen Header. Du konntest diese E-Mail nicht zurückverfolgen. Die war ja, ganz eigenartig. Mhm. Und der hat geschrieben, so in der dritten Person, also er war es nicht, aber er könnte mir sagen, dass es möglich wäre, ohne dass der FI-Schalter fliegt, dass man einen Überimpuls auf ein bestimmtes Gerät sendet, sodass das hochgeht. Das wäre technisch möglich. Klingt jetzt für manche abstrakt. Ja? Und das sei passiert und das hätte mit meiner Arbeit zu tun gehabt. Und jetzt pass auf, der hat in dem Schreiben Sachen genannt, die dann erst später, weil es war so im Februar, März und das Brandgutachten war im April, Mai fertig. Mhm. Und der hat da schon Dinge genannt, die dann später erst im Gutachten auch zu lesen waren. Also entweder hat er wirklich Glück gehabt und wie soll ich sagen, gut, gut, gut spekuliert oder es ist halt doch mehr dahinter. Und ich habe das lange, für mich war es irrelevant, ja. Also ich habe da am Anfang das verdrängt. Für mich war es jetzt nicht wichtig, ob das jetzt ein Anschlag war. Für mich war wichtig, ich habe überlebt. Aber dann erst später ist mir klar geworden, wahrscheinlich wird es doch einen Anschlag gewesen sein. Ich habe ja Interviews gegeben für Sputnik, für dieses russische Mhm. Radioportal. Ähm, und habe ein Interview mit dem Sohn eines Menschenhändlers führen können. Das waren so die Themen, wo ich halt wirklich, das war die schwerste Zeit für mich. Klar, mit der Beziehung noch, hartes Thema. Äh, und das waren so die ersten, also wo ich investigativ halt auch recherchiert habe. Mhm. Ja, und dann habe ich mich halt
nach dem Brand sowieso einmal neu aufstellen müssen. Habe ja Wohnung gebraucht, neue Sachen und so. Und konnte mich dank der Community neu aufstellen, ja. Weil ich hatte ja nichts, keine Versicherung, nichts, ja. Und zum Glück äh, habe ich doch Menschen, die mich mögen, die meine Arbeit schätzen und die mir da wirklich geholfen haben, ohne dass ich dem Sozialstaat irgendwie angeschnurrt habe, ja. Mhm. Oh, und Also, und wie verdienst du jetzt, also wie hast du zu der 2020 dein Geld verdient und jetzt geht das alles über Spenden oder über Abos? na, es gibt keine Spenden, sondern Unterstützung. Das ist Unterstützung. freiwillig, Mhm. ja. Und da kommt aber jetzt nicht viel rein. Es kam nach dem Brand viel rein, klar. Weil da haben mehrere wichtige oder größere alternative Influencer, wenn man jetzt das so nennen möchte, Mhm. äh, getrommelt. Da kam wirklich viel Geld rein, aber ich habe ja alles gebraucht. Rechner, Möbel, Wohnung, Socken, Quant, alles mit, das läppert sich ja zusammen, ja. Ja, sehr. Äh, alles. Ja? Da bist du schnell mal bei 100.000 Euros. Ja? Alles Mhm. neu. Das unterschätzt man. Ja? Kamera und so. Äh, also immer freiwillig. Da war es viel, aber jetzt so im Schnitt, das ist ein schlechteres Schmerzensgeld. Und ich mache das aber nicht des Geldes wegen, Mhm. sondern ich bin in Frühpension eigentlich jetzt gegangen, weil ich auch eine Erkrankung habe Ja, okay. und aufgrund der Depression mit dem Brand und so auch der Geschichte mit Psiram, da findet er keinen Job mehr, ja. Also alle zusammen habe ich dann Glück gehabt, dass diese Frühpension genehmigt worden ist. Äh, und ja, so habe ich gelebt, aber nicht irgendwie in Saus und Braus, wie manche glauben. Also wer glaubt, dass man da reich wird oder also wenn ich an Materialismus interessiert wäre, wenn mir das wirklich wichtig wäre, Geld zu verdienen, dann wäre ich beim Mainstream geblieben. Da hatte ich ein Fünfer brutto, 14 Mhm. Mal und einen Stress, wenn ich mich zusammengerissen hätte. Ja, weißt du, wie ich Mhm. meine? Ja. Da muss ich mir nicht die Qual antun, mich verleumden zu lassen, mich auf Vierer und so, ja. Ähm, also Materialismus Ähm, ja, ist nicht mein Motiv. okay. Gut, das, von dem wir jetzt auch nicht ausgegangen. Und so dann ist ja auch so drinnen, dass dem drinnen steht eben mit Q, also Q und die Nn's, dann natürlich Geld. das typische Corona-Thema. Das ist auch, also dass du da der Corona-Leugner, wie stehst du dazu? Wie ich zu Corona stehe. Ja, zuerst mal eben zu den Q, also zu Q und vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erklären, was Q und die N sind. Also es gibt ja Q, N gibt es ja nicht, das ist ja nur eine Erfindung vom Mainstream. Es gibt ja Q und die Ns, also die Verfolger, ne? Genau, richtig. Und für mich ist das eine PSYOP, ja, die man im Zuge der Trump-Administration ins Leben gerufen hat, um da halt, wie soll ich sagen, der Trump hat sehr früh gemerkt, dass es da ein Potenzial gibt in den USA, die sehr kritisch sind. Er hat ja beim Alex Jones, der jetzt mittlerweile kann man sich den nicht mehr antun, aber bei dem hat er zweimal angerufen, der Trump. 15 war das, ja, und hat Interviews gegeben beim Alex Jones. Ja, also er hat genau gewusst, dass diese sogenannte Verschwörungsbubble ihm ein gutes, viel Potenzial bietet. Und diese ganze Q-Geschichte ist halt für mich eine PSYOP, die, ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, äh, ich lasse jeden seinen Glauben. Also ich will jetzt auch nicht jeden, der meint, Q oder der sich als Einhorn bezeichnet, als Volltrottel definieren, das mache ich nicht. Das Einzige, was mich wurmt, ist, was halt war, dass gerade dieses Thema ritueller Missbrauch oder Missbrauch durch diese Einhorns
ziemlich zerschossen wurde. Ich sage nur Adrenochrom. Ja? Es gibt Adrenochrom, aber nicht so in dem Ausmaß, wie die das teilweise propagiert haben. Genauso, da gab es so Meldungen, 100.000 befreite Kinder unterm Central Park und lauter so Schwachsinn. Ja? Und im Endeffekt hat man damit das wirklich für mich sehr, sehr wichtige Thema Kindesmissbrauch, Menschenhandel kaputt gemacht. Ja? Mhm. Weil es einfach als lächerlich, ja, die erinnern uns ja und so, und damit ist das Thema kaputt. Ja. Ähm, und was da das halt auch ist, es wurde ja halt alles dann in einen Topf geworfen, genauso auch mit Corona. Also eben, wenn du hier bei Corona kritisch oder QAnon oder auch Klimawandel, du wirst ja sofort als Nazi oder rechtsradikal oder mit Rechtsradikalen in einen Topf geworfen. Und jetzt ist auch so, das riesige also C-Thema, weil man muss ja aufpassen, wie man darüber spricht. Da warst du ja laut Ihrem auch sehr aktiv. Ja, ich war mit einer der ersten, also mit einigen anderen, die halt sich auf der Straße in Wien getroffen haben, zu Spaziergängen. Das wurde dann immer größer, weil wir die ganze Nummer, ich habe es ja schon gesagt, wenn man weiß, dass die WHO 2010 ähm, die Richtlinien runtergesetzt hat, dass eine Pandemie leichter zu quasi zu bewerkstelligen ist oder zu deklarieren ist, Aufgerufen, ja, genau. Mhm. auszurufen ist, ja. Das hat man runtergesetzt 2010, nachdem dieser Vogelgrippe, Schweinegrippe, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich Meine glaube, Grippe, ja. Mhm. ja, funktioniert hat, hat man das runtergesetzt, damit das funktioniert hat. Aber wir hatten im Endeffekt keine Pandemie. Ja, nicht wirklich. Natürlich gibt es Corona, also allein das Wort Corona leugnen, da dreht es mir den Magen um, weil ich kann ja nichts leugnen, was ich nicht selbst irgendwie in den Ja, Raum gestellt habe. ja. Ja? Das ist schon mal die Krux, ja? An dem Wort Corona leugnen. Natürlich gibt es Corona. Corona hat es schon immer gegeben. Ja? Es ist halt eine sicher stärkere Form einer Grippe, die für Menschen, die, sage ich einmal, mit der Lunge schon vorbelastet sind, sicher nicht lustig ist. Ja? Da gab es sicher, was heißt sicher, da gab es Fälle, äh, die nicht gut ausgegangen sind. Ja? Also kein Thema. Aber im Großen und Ganzen, wenn du ein gutes Immunsystem hast, war das wie eine stärkere Grippe. Mhm. Und was man da veranstaltet hat, wir wissen es ja jetzt auch dank den RKI-Files, was da gelaufen ist, ja, dass das Militär quasi mit der Regierung das übernommen hat. Ja, also es war quasi eine militärische Operation im Endeffekt. Ja, bei uns ja auch wie hat er nochmal geheißen? Äh, So unwichtig für mich, dass ich den Namen vergessen habe, ja. du weißt, Komplett. wen ich meine, ne? Ja, ja. Der mit Tankwandel, ja, Ja. und so. War es in Deutschland ja auch. Und da wird ja zugegeben, es gab nie eine Notsituation. Sie haben immer gewusst, da ist nichts, aber sie mussten halt das, was die Regierung ihnen vorgegeben hat, nachplappern. Ja? Und leider wird das halt vertuscht. Die Medien haben nie wirklich darüber berichtet, sauber. Jetzt auf Wikipedia, gehst auf Wikipedia, schaust RKI-File, steht schon wieder Verschwörungstheorie etc. Damit ist es schon wieder erledigt. Mhm. Ja? Ja, und wo Was, jetzt ja rausgekommen ist, dass die allerersten RKI-Akten, die veröffentlicht wurden, kurz vorher noch bearbeitet wurden, manipuliert. also verändert wurden und erst jetzt die Ja. letzten, die veröffentlicht wurden, wirklich die richtigen sind, ja, Ja. genau. Ja, aber Also das müsste eigentlich. da gilt Unsere, es, soll Entschuldigung, jetzt ja? ja auch der Grund gewesen sein, eben warum von einem Whistleblower eben jetzt die Original-RKI-Files veröffentlicht worden sind, weil eben das, was freigeklagt wurde, eben nicht der Wahrheit entsprach, beziehungsweise nicht im Original, ne? Also du sprichst jetzt das von Multipolar, Ja, von Paul genau. Schreier, Mhm. Genau. ja? Mhm. Und die von der Velasquez, die waren akkurat. Genau. Mhm. Genau. Ja, aber leider
der Mainstream, also die Medien, versagen? Klar, weil sie ja mit Teil des Spiels waren. Die haben ja Gelder bekommen, nicht wenig, ja, die haben ja mitverdient an dem ganzen Blödsinn. Ja. Ich erinnere daran, der Spiegel hat von der Bill Melinda Gates Stiftung 2 Millionen Euros erhalten. Ja? Ich mein, da hält man natürlich seine Klappe. Ja, Und dann okay. immer dieses, wenn man Bill Gates, dann wird schon wieder antisemitisch. Ja? Ich meine, das ist alles so lächerlich. Mir geht es ja auch nicht darum, welches Religionsbekenntnis diverse Menschen haben. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ja? Es ist mir scheißegal, welches Religionsbekenntnis irgendwer ausübt. Jeder darf sein Religionsbekenntnis ausüben. Mir geht es darum, welche kriminelle Energie gewisse Menschen ausführen. Äh, Ja? Wie hast du persönlich die Corona-Demo wahrgenommen? Also, weil da hat man auch in den Medien so viel gehört, gesehen und teilweise auch natürlich dann wurde auch veröffentlicht, wie gewisse Sender oder auch ja, Plattformen Situationen hervorgerufen haben, so wie das bei einem Versicherungsgebäude und so weiter und so fort. Ja, ja. Das war ja alles, also die Aktionen, die ich erlebt habe. Wir müssen sagen, bei den allerersten Demos, wo wir noch wenig Leute waren, hatten wir den Polizeieinsatzleiter, der uns sehr wohlgesonnen war, sehr Mhm. kooperativ. Nur der dürfte dem Polizeiführungsstab zu soft gewesen sein. Da hat man den ausgetauscht in einen Hardliner. Und Mhm. dann waren ja diese größeren Demos. Und da ging es ja dann ab. Da wurden ja dann aus Oberösterreich die Lentos und die Lux aus Kärnten importiert, ja. Und die haben sich ja teilweise gebärdet, ja, unverhältnismäßig Gewalt eingesetzt gegen alte Frauen. Gibt es genügend Mhm. Videomaterial, ja, die nichts gemacht haben. Ähm, und diese Aktionen, dieses Versicherungsgebäude stürmen und so absoluter Blödsinn, ja. Und dann auch immer diese Kontaktschuld, ja, dass da jetzt die identitäre Bewegung, ich bin kein Freund von der IB, ja, also der Herr Sellner ist nicht mein Cup of Tea, ja, aber er hat trotzdem seine Berechtigung, auf so einer Demo mitzumarschieren. Er hat auch seine Grundfreiheitsrechte, ja, Ja. ja, also wenn wir jetzt so weit sind, dass man sagt, na, wenn der da ist, dann müssen wir die Straßenseite wechseln und den vielleicht, na, das geht nicht. Ja? Ja. Solange die Menschen sich friedlich benehmen und bei den Demos, in Anbetracht dessen, wie viele Menschen da eigentlich waren, bei den größten, oder bei den größten waren ja fast 150.000 Menschen und die paar Vorfälle, die es gegeben hat, ja, also da passiert bei jedem Rockkonzert mehr. Ja. Ja? Ja, die Stürmung vom Parlamentsgebäude. Glaubst du nicht? Das glaubt kein Ja, Parlament. eben, eben. Und wenn man dann nach Amerika, und da sprechen Sie heute noch drüber, die wurden alle freigesprochen mit der Begründung, wie? Eine Begründung war sehr, sehr lustig. Äh, Es war quasi nur eine Besichtigungstour. Also, dass derjenige nur eine Besichtigungstour gemacht hat im, äh, beim Sturm aufs Kapitol. Ja, wobei Und ja, Entschuldigung, dass ich genau, ins Wort falle, aber es wurden schon einige Leute wirklich verknackt von diesem ja, das auch, Crowdstrike. aber die meisten wurden freigesprochen eben, ne? Das Äh, mag sein, aber man hat ein paar Bauernopfer halt auch gefunden und die hat man äh, wirklich gleich übel verknackt. obwohl dort auch veröffentlicht wurde, also von Überwachungskameras, wie eben von innen, also die Securities, von innen die Türen geöffnet haben Ja, oder Fenster, da gilt es, aber also wie kann man so sein, vor allem, wo du ja auch Journalist oder für die Medien gearbeitet hast, jetzt hat man das jetzt nicht nur schwarz auf weiß, sondern wirklich in Farbe, das Videomaterial, wo das geöffnet wird und wo die hineingelassen werden. ja. Wie kann man sagen, dass das eine Verschwörungstheorie, dann ist völlig egal, was dann im Rechtsspruch rauskommt, wer das Ganze war, aber es gibt das Material, wie kann man so ein vorhandenes Material dann einfach so zu Tode reden? Warum, wie? Ja, du merkst es ja, die Medien machen, was sie wollen. Ja?
du Oder hast was sie vollkommen möglich? recht. Das ist gar nicht möglich ohne Zuhilfe von der Pentagon-Polizei, diese eigene Polizei, die sie haben, ja, die sie da reingelassen haben. Da gab es den Indianer, den berühmten, Ja, der da überall rumspaziert ist, ja. Das ist ja sagenhaft, ja. Ich meine, normalerweise müsstest du die Leute mit Waffengewalt rausdrängen, wurde ja nicht gemacht. ja, Ja. Es gab dann leider ein paar Schusswechsel bei so einer Tür, bei so einer verschlossenen, da gab es dann kurz, ich glaube, zwei Menschen haben da ihr ja, Leben lassen müssen. eine Frau ist Ja, genau tot worden, genau. Mhm. tragisch. Äh, aber du hast recht, ohne der Hilfe der Pentagon-Polizei und anderen Behörden wäre es nicht möglich gewesen, da überhaupt reinzuspazieren. Ja, also, Man wollte das. ja, und also wie vorhin schon gesagt, also man könnte da jetzt noch wirklich Stunden darüber sprechen. Und jetzt nach Corona, mit was beschäftigst du dich seither oder ist das noch immer ein Teil davon? Corona ist für mich abgehakt. Ich weiß, was da gelaufen ist im Großen und Ganzen. Ja, auch mit der ganzen Impfkorruption. Wir wissen ja von der Frau von der Leyen mit den ja, SMS? Mhm. SMSen, ja, wo auch nichts passiert ist. Aber da müsste man eigentlich mal nachgehen. Ja, dieses Pfizer-Gate. Mhm. Äh, womit ich mich jetzt beschäftige, ist natürlich Ukraine und Nahost, also diese ganzen geopolitischen Kriege, weil Mhm. auch die Ukraine-Geschichte, klar, Putin hat einen Fehler, also Fehler, er ist dort rein, aber er hat lange genug und viele blenden den Maidan immer aus und der Maidan war ein Putsch von den Amerikanern, ja, da gibt's von der Ja gut, Victoria das Ganze Nuland. hat jetzt um 2008 begonnen, ne, in der Ukraine. Richtig, Ja, mit der ersten Revolution, genau, wo die genau, Timoschenko die Gasprinzessin, aber der Maidan war halt dann das Schlüsselding, ja, wo, genau. Und auch dann mal der Grund, dass die Krim sich mal abgespalten hat und zu Russland. ja, Genau, die ersten Sanktionen dann gegen Russland, ja. Mhm. ja, und der Putin ist ja nur rein, weil die Ukrainer den Beschuss auf die Region Donbass tausendfach erhöht haben in den Ja, Tagen zuvor. Ja, ja, und dann hat er gesagt, jetzt reicht's. ja. Ja, dann geht Und er das jetzt, war ja so, dass der Zelensky ging ja in die Präsidentschaft, war eben mit dem Versprechen, also den Bürgerkrieg quasi zu beenden. Und dann war eben genau das Gegenteil, ne? War ja so, oder? naja, es gab diese Konferenz in Istanbul, wo auch der Gerd Schröder, der ehemalige deutsche Kanzler, für die Ukraine sogar als So bei den Verhandler war. Verhandlungen dann schon, aber jetzt dann eben wie der Zelensky jetzt zum Schluss, also Präsident wurde, sein Wahlkampf ging ja darum, also er vorher als Schauspieler in seiner eigenen Netflix-Serie, wo er einen Präsidenten gespielt hat, dann die Präsidentschaftskandidatur, eben mit dem Wahlprogramm, den Krieg in der Ukraine zu beenden, den Bürgerkrieg, also gegen den Donbass und Frieden zu schließen, wo dann eben auch das Treffen von Klitschko und so in Wien war und er dann zurückkam und dann die Präsidentschaftskandidatur zurückgelegt hat und das Bürgermeisteramt in Kiew übernommen hat. Genauso ist die Geschichte, ja. Ja, und dann halt Istanbul, wo es auch schon alles ausgemalt war. Und dann kommt der Zelensky zurück nach Kiew und der Boris Johnson sagt, niet, ja, Ja, wir wollen Krieg. Ja? ja, Und wo liest du das? Nirgendwo. Nur, nein, aber es ist Fakt. Es ist nicht in der Geschwurbel, das ist belegt, leider, ja. Aber die Leute lesen es nicht, weil es nicht in der ZIP läuft oder ne? Und was nicht in der ZIP oder im diversen Tageszeitungen wie Profil oder Spiegel stattfindet, das existiert dann halt auch nicht, ja. mhm. Und jetzt möchte ich da deine Meinung also dazu wissen. Und zwar, es gibt ja auch jetzt so die Verschwörungstheorien, dass quasi der Krieg so schlimm, wirklich so schlimm der auch ist, von gewissen Gruppen nur deshalb so in die Länge gezogen wird, weil die Investitionen, die sie im Donbass getätigt haben, quasi so über das europäische Steuergeld und so weiter zurückhaben wollen. Also
da, wie siehst du das, dass das rein jetzt nur um das Finanzielle geht, weil die genau wissen, der, also die Regionen gehören zu Russland, das Geld ist weg, aber und dass die jetzt über diesen brutalen, abscheulichen Weg eben das Geld zurückhaben wollen. Naja, wir dürfen nicht vergessen, die Antikorruptionsbehörde in der Ukraine ist in der Hand der Amerikaner. Genau, mit Amerikanern besetzt, ja. Genau, also die entscheiden. Und da gab es ja durch die Burisma Holding, wo ja die Hunter Biden-Geschichte, ja, Ja. oder auch Biden generell drin war. Und der Biden hat er dann beim Poroschenko, da gab es dann diese Telefonleaks, interveniert, dass der Staatsanwalt, der Schokiw, weg muss, weil der da ermitteln wollte. Und dann sagt der Poroschenko noch, ja, gegen den haben wir nichts in der Hand, weil der ist nicht korrupt. Ja? Und trotzdem hat dann der Poroschenko den Schokiw so weit gebracht, dass der zurücktritt, damit die Burisma quasi in Ruhe gelassen wird. Und dann tritt der Joe Biden noch beim Council on Foreign Relations auf und brüstet sich damit, dass er es geschafft hat, ja, die Ukraine so weit zu erpressen, dass der Generalstaatsanwalt weg muss, weil sonst hätte es kein Geld geben. Das sagt, da gibt es auch ein Transkript und ein Videointerview beim Council on Foreign Relations. Ja, aber das kennt er halt, das wird da nie gezeigt. Ja. Also das sagt er ganz offen, also wenn sie das Geld haben wollen, also die Ukraine sagt, dann muss der weg, ansonsten, glaube 5 Milliarden US-Dollar waren es, glaube ich. Und die Genau, sagt, 5 ja, Milliarden, genau, richtig. ja, Und der Schokiw hat dann auch selber gesagt, hat dann auch ein Interview gegeben, wo er sagte, genau darum ging es. Ja? Also Biden hat interveniert und diese Leaks sind ja zuerst 2020 zum ersten Mal aufgetaucht und da war noch eine anonyme Quelle, man konnte das nicht zuordnen. Und jetzt erst, ich glaube, letztes Jahr wurde klar, dass der Assistent von Poroschenko das quasi geleakt hat. Der hat das dann auch zugegeben und der Poroschenko hat es mittlerweile auch schon bestätigt. Also die Authentizität, damit ist jetzt alles belegt. Aber es interessiert ja niemand. Es interessiert niemanden bei uns im Westen, weil nicht berichtet wird. Ja? Und was berichtet wurde, ist Blödsinn. Was berichtet wurde, ist, dass der schon korrupt gewesen wäre, der Schokiw. Das musste ich schon ein paar Mal lesen. Also vollkommene Verdrehung. Lügen. ja. Ja, das nächste. Und was da auch dazu gehört, eben zu Russland, Ukraine, das Ganze, die Sprengung von Nord Stream 2 und das jetzt eben gegen Wladimir Z, der internationale Haftbefehl, ja, aufgegeben wurde. Deine Meinung? Also Nord Stream, als das passiert ist, war mir schon klar, also der Putin wird seine eigene Pipeline nicht gesprengt haben. Ja? Zumal am Tag danach ja dieses Pipeline-Projekt von Norwegen in Betrieb genommen worden ist, genau am Tag danach. Ja. Und dann gab es ja noch vom polnischen Politiker unter Liz Truss, so diesem Der Tweet oder der Tweet bei X, ja, genau. Mhm. auf Twitter die Meldungen so, yeah, super, aber ja, toll, also quasi Zugeständnisse. Und die Sima Hirsch-Recherche, die erste, die ist halt ein bisschen mit Fehlern. Ja? Also da sind Fehler drinnen. Deswegen war sie auch angreifbar. Nichtsdestotrotz hat die Frau Wagenknecht ja eine parlamentarische Anfrage gestellt, wo sie wissen wollte, wie schauen wir denn aus jetzt da in Sachen Nord Stream? Und da hieß es, ja, wir dürfen keine weitere Auskunft geben, weil wir einen Bündnispartner sonst in Bedrängnis bringen würden. Ja, was sagt uns das? Wer ist der Bündnispartner? Ja, Russland weiß ich ja nicht, ne? Genau. Vor Und allem, dann, wenn der Biden neben dem Scholz sagt, dass wir schon einen ja, Weg finden, die zu verhindern. Und also ist auch überall noch ersichtlich das Video. Also, ja. ja, ist so. Also, Ja. Und auch die Newland hat dann, da gibt es auch, genau. hat auch so ein Interview gegeben, also ein Interview, ich glaube, es war eine Senatsanhörung, wo sie gefragt wurde, wie schaut man jetzt aus mit Nord Stream? Und sie sagt, ja, das kommt weg, ja, kein Problem, Ja, macht man weg. ja.
ähm, weil sonst jetzt wird das Ganze zu lang, aber ich möchte unbedingt noch 4 weitere Punkte jetzt noch mit dir besprechen. Ja, Das erste, ähm, was eben danach jetzt kam, war ja das im Nahen Osten. Und dazu gibt es ja auch die ähm, ja, extrem viele und die absurdesten Theorien auch dazu. Äh, welche ist deine dazu? Hat das jetzt, weil normalerweise von Israel also mit der Überwachung ist die am stärksten bewachte Grenze zum Gazastreifen. Die sehen eine jede Maus. ja. Wie ist da so quasi YouTube-konform deine Meinung dazu, äh, was da wirklich abging, oder sagst, da du nicht vor Ort warst, kannst du nichts dazu sagen? Also schon, ich war natürlich nicht vor Ort, ich kann da jetzt auch nur spekulieren anhand dessen, was mir an Informationen zugänglich gemacht wurde, spekulieren. Aber wir wissen, dass die Hamas ja ein Stiefkind des Mossad ist. Und das sagen die Schwurbler, Und das von der sagt der, CIA. ja, das sagt der Herr Cohen. Das Mhm. sagt er, da gibt es einen Beitrag bei der Intercept, wo er sagt, ja, der Hamas wurde quasi vom Mossad mit inszeniert. Zu deiner Frage, ja, warum hat man da dieses Festival genau zur Grenze verschoben? Zum Ja, Beispiel, ja. zum Beispiel. Äh, also dann, das ist jetzt unser 9/11, hat der Bibi ja gesagt, ja. Ja. Auch schon sehr verräterisch. Und wir müssen oder dürfen nicht vergessen, worum geht's eigentlich hier. Es geht um ein riesen Gasschelf. Gaza heißt ja Gaza, weil da ein riesen Gasfeld ist davor. Mhm. Ja? Das wollen die Israelis erschließen. Eigentlich wird es ja den Palästinensern zustehen, aber die haben ja keine Rechte. Und was da und man muss ja wirklich schon Genozid sagen, ja. Und dieses Wort ist zwar hart, aber was da gewütet wurde, ja, Kinder mit Hubschraubern und Krankenhäuser, einfach alles niederballern und Mhm. Versorgungstrupps irgendwie abschneiden. Ja, also Israel bei aller Liebe. Israel hat es auch nicht leicht. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, Israel so, ja, ist schwierig. Aber da kannst du dich nicht so gebärden. Ja, und Ja, es ist ja so, es führt, egal bei welchem Krieg, der bis jetzt auf der Welt stattgefunden hat, es hat ja nie das Volk den Krieg geführt, sondern immer nur die Politik. Und so ist richtig. es eben genauso auch im Russland-Ukraine, der Stellvertreterkrieg, ganz klar, und jetzt auch Israel, Gaza. Das ist ja rein politisch, und natürlich werden die Menschen dazu eben durch gewisse Indoktrinationen eben dazu auch gebracht, das auch aufzuführen. Ne? Würde diese Politik nicht geben, würde es keinen Krieg geben, also meiner Meinung nach jetzt. Mehr ist auch so. Und der Bibi hat ja Probleme, er braucht diesen Krieg, weil wenn er aufhört, der hat ja riesen Korruptionsverfahren in der Backe. Der sitzt ja mit einem Bein schon im Knast. Und es gibt ja massive Demonstrationen gegen ihn. Äh, Jetzt wieder mehr, eine Zeit lang waren es weniger, davor waren es wieder mehr. Also der muss schon aufpassen, der Herr Netanyahu, und der ist ja für mich. Also in Israel haben wir eine rechtsradikale Regierung, die dazu Mhm. noch, was es so gefährlich macht, mit wirklich religiösen Hardlinern zusammenwirkt, ja, mit Fanatikern. Mhm. Das ist eine ganz, ganz toxische Mischung. Weil das hast du natürlich auch bei den Moslems, da gibt es auch verpeilte, radikale Gläubige, ja, aber die Kombination, und man darf nicht vergessen, was haben sie denn gemacht? Sie haben die Al-Aqsa-Moschee nach 7. Ja, gestürmt und haben dort reingepinkelt und so, ja, und haben dort provoziert, die Israelis. Mhm. Ja, das kannst du auch nicht bringen. Na, also vor allem oder Gottes Haus schlechthin dort unten, wenn man das, und vor allem die besetzen das jetzt ja noch immer. Ja. Und ja, also schwierig, ganz, ganz schwieriges Thema. Was glaubst du, wie lange werden uns diese beiden Kriege jetzt noch begleiten, oder werden jetzt bewusst auch noch in die Länge gezogen, oder kommt vielleicht noch ein Krieg dazu, so wie China, Taiwan, und es artet dann aus zu einem Weltkrieg? Also die Atomkriegsangst, die möchte ich allen nehmen. Ich bin kein Trump-Fanboy, aber ich habe die Hoffnung, dass Donald Trump
und auch Vance hat es ja schon gesagt, äh, dass die Ukraine mal abstellen würden. Und wir haben immer die Situation gehabt, wenn die Demokraten an der Macht sind, ist es immer gegen Russland gegangen. Und bei den Republikanern geht es eigentlich immer traditionell Richtung Iran. Auch nicht lustig. Ja? Ähm, aber zumindest für Europa wäre es schon mal wichtig, dass die Ukraine-Geschichte abgewürgt wird. Ja? Das ist Mhm. für mich einmal der erste Schritt, weil Deutschland deindustrialisiert. Ja? Alles wandert ab, die Leute, die Energiepreise steigen, die Inflation, die Leute wissen nicht mehr, also ja, es ist eine Katastrophe, was da passiert. Und Israel ist ein wenig komplexer, äh, aber aufgrund dessen, dass wir dieses BRICS-Konstrukt haben, wo ja mittlerweile erstmals in der Geschichte Schiiten und Sunniten, also die Saudis und die Iraner zusammen, ja, was ja davor Spinnefeind war, ja, jetzt zusammen in einem Boot sitzen, werden sich die schwerer tun. Aber wir wissen, sobald die Ukraine aufhört, mit in Georgien losgeht, ich verspreche den Georgien, werden wir wahrscheinlich im November einen Regime-Change erleben. Ja, da Moldaw planen sie den nächsten Maidan, ja. Moldawien ist auch so ein Da Moldawien Kandidat. auch, ja. Mhm. Ja, also, aber zumindest die Ukraine wäre schon mal wichtig, weil da geht es um das Gas, ja, dass wir das Gas wieder bekommen, weil es ist ja das Zelensky hat ja alles abgeschnitten. Er hat ja den Orban noch Ja, abgeschnitten. und der österreichische Vertrag geht ja auch nur mal bis 31.12., ne? Das ist eine Dann ist ja die Katastrophe. Pipeline nach Österreich ist ja dann aus, oder? Nee, was ist aus? Man könnte natürlich über die Turkline, ja, die es ja Genau. gibt, Mhm. könnte man schon beziehen. Die Krux ist, die Österreicher müssen schon weiterzahlen, weil die Verträge ja 40 Jahre, also knappe 40 Genau, Jahre also wird lang. einfach abgedreht, ja. Ja, aber zahlen tun wir schon weiter. Genau. Weil das ist phänomenal. Ja. Ja, mit solchen Politikern neutral, also Mhm. gerade von einem neutralen Staat erwarte ich mir, und als der Van der Bellen sagte, wir sind zwar politisch neutral, aber militärisch nicht, ja, da musste ich wirklich schon tief schlucken. Äh, sowas von einem Grünen, ja, also Ja, also die Grünen, egal ob jetzt in Deutschland oder Österreich, sind mittlerweile ganz ein eigenes Thema. Das lassen wir ja, mal lieber. Und weil du gerade ja, also vorhin oder mit dem Thema Trump auch nochmal begonnen hast, da war ja das Attentat auf den Trump und da gibt es jetzt ja wirklich die Theorie, dass er sich quasi so einen Farbbeutel so am Ohr, also ans Ohr gemacht hatte und das wirklich alles nur inszeniert und quasi bewusst das eine Todesopfer in Kauf genommen hat für das Ganze. Also, ja, also meiner Meinung nach, also jetzt mal gleich mal vorweg, noch absurder geht es nicht. Was ist da deine Meinung dazu? Ich meine, meine abgesehen Meinung davon, ist, dass extrem viele Fehler gemacht wurden, wo ja, jetzt ja die Chefin vom Dienst, also ja, eben gefeuert wurde und alles, ja. ich glaube, dass der Trump nicht involviert war, weil wenn das jetzt wirklich ein Plan des Trump-Teams gewesen wäre, dann wäre die Demokraten hätten das ja sofort, das wäre ja ein gefundenes Fressen gewesen, ja, das aufzugreifen, weil die Fehler liegen alle auf der Hand. Das hätten die sofort aufgeplattelt. Und was wäre dann passiert? Die Republikaner hatten ja 2 Tage danach ihren Parteitag. Jetzt stell dir mal vor, das Scheiße fliegt auf, ja, äh, was da los ist. Dann stehen die da, Trump ist nicht wählbar. Na, wer werden dann jetzt Präsidentschaftskandidat? Also ich Ja. glaube, der Trump war nicht involviert, aber da ist rundherum viel Scheiße passiert. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, weil ja alle sagen, ja, der Trump ist so der Heilige. Ich glaube, darum geht's. Und ich habe da ein Video gemacht. Man darf bei Trump nicht die Verbindung zu Czabat Lubowitsch unterschätzen. Ja, dieser Endzeitsekte, dieser Radikalen, ja, Ja. wo er wirklich sehr, sehr nahe steht. Ähm,
Und ich habe die Befürchtung, dass der Trump vom tiefen Staat gedreht wurde, also dass er jetzt Teil des tiefen Staates ist. Ja. Ich hoffe, ich täusche mich, aber irgendwie ist das alles sehr, 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 sehr eigenartig. Allein durch diese, wenn es jetzt nur die Israel-Connection wäre, wäre es mir scheißegal. Aber es ist ja nicht nur, wir reden hier von Czaban Lumowitsch, wir reden hier von einer Gruppe durchgeknallten Endzeit-Apokalypse-Sekten-Wahnsinnigen, ja, die da die Al-Aqsa-Moschee weghaben wollen, ihren dritten Tempel und mit der Dritten runden Tempelbau, Kuh ne? und so, ja, Ja. und ja, Armageddon. Also das ist wirklich die ziemlich Und das übelste, gehört ja auch dazu mit dem goldenen also mit dem Kalbschlacht und das Ganze, was jetzt auch genau, bei Sommerolympiade und so das genau. Zeichen dann war, ja. Deswegen, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Aber es geht halt ums Gegenüber. Und für mich ist Trump halt im Vergleich zu Harris, die Harris ist ja wie die Baerbock. Ja, also das ist Ja. vom Aber Intellekt das führt in Tolle. den Umfragen also ist meilenweit voraus. Ja, sie wird doch werden. Ich sagte, die wird Ja, das da werden. bin ich gespannt, ja. Die wird es werden. Die wird es schon so hindrehen, weil Afroamerikanerin, Frau, ja, Naja, passt. naja, das mit Afroamerikanerin ist erstens mal Vater aus Jamaika Ja, und die aber, Mutter ist aus Taiwan. Also aber du ganz weißt ehrlich, schon, wie ich also meine. jeder darf machen, aber dass man, wenn ich jetzt quasi wirklich zwei Ethnien vereine und dann immer nur vom quasi als also und nur auf die Schwarzen oder mich als Schwarze betitelt und ich quasi den asiatischen Teil weglasse, eh, da komme ich persönlich nicht klar. Und für mich persönlich, da kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber ist das sogar eine Form von Rassismus? Weil ich kann ja nicht einen Teil von meiner oder die Hälfte von meiner Familie leugnen, das geht ja nicht. Ja, Obama war ja auch kein Amerikaner. Naja, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, weil ist ja Also, angeblich irgendwo aus Haiti oder Afrika ja, irgendwo, Kenia. Kenia eigentlich. Kenia, okay, ja, und mit gefälschten Geburtsurkunden Genau, aber angeblich. alles Verschwörungstheorie natürlich, ja. Ja, genau. Sind Verschwörungstheorien, ganz offiziell, ja. Ja, natürlich. Genau. Gleich wie seine Frau, ne, mit Big Mike. Aber Ja. das Ist mir lassen wir ja da wurscht. so. Schau, mir ist es wurscht, ob der Michael, der Michael ist oder ob er die Michelle ist. Aber wir haben halt die Joan Rivers und die Joan Rivers war jetzt nicht eine unwichtige Person innerhalb der Schwulen- und Lesbenbewegung in den USA. Und die hat ja gesagt, wir haben mittlerweile einen schwulen Präsidenten. Jeder weiß, dass Michael ein Transe ist. Ja? Und kurz darauf ist John Rivers unter mysteriösen Umständen verstorben worden. Ja, Ja. Es sind halt immer dieselben Zufälle. Und ja ja, natürlich. und jetzt so als Abschluss, du hast ja jetzt oder bist ja bei zwei Projekten wirklich sehr intensiv dabei, und zwar das sind zwei YouTube-Formate mit Die Lage und Mhm. einmal den Denkanstoß. Wenn du beide Formate bitte mal von deiner Seite aus eben ja kurz vorstellen möchtest und um was es bei den Formaten geht. Ja, den Denkanstoß mache ich mit Peter Denk. Wir sind im deutschsprachigen Raum ich sage es immer so gern, das dienstälteste Schwurbelduo, weil wir das seit 8 Jahren mittlerweile machen. Also wir sind, so lange macht das keiner als Team, so Mhm. lang. Und wir machen immer das aktuelle Weltgeschehen, sprich in 2 Stunden jedes Monat, einmal im Monat, von Inland bis hin, was halt geopolitisch so passiert, bis hin auch zu einem eher spirituellen Ausblick, ähm, gehen wir die Sachen durch. Bei der Lage geht es rein ums Geopolitische. Also da ist der spirituelle Anteil eher gering. Ja, also da geht es wirklich rein. Und auch dadurch, dass der Mark Rinke ja auch wirklich ein extremer Militärexperte ist und sich mit Waffen und so gut auskennt. Also der weiß genau,
welches Land oder an welcher Front was für Material steht und wie stark die Verbände sind und so, also das ist wirklich sehr, sehr fit, ist es halt eher darauf ausgerichtet, dass wir da ja militärisch-geopolitischen Ausblick bringen. Während halt der Denkanstoß ein bisschen auch mehr einen spirituellen, geistlichen Anteil hat. Weil also mal zu Denkanstoß, der Peter Denk sammelt quasi von Mediums der ganzen Welt quasi eben die Informationen zusammen und legt die oder legt die übereinander und über die aktuellen Themen so, damit es korrekt eben ausspricht. Ist ja so, oder? Also er hat quasi ein Ja. Netzwerk aufgebaut über die Jahre von Mediums, also die eben Kontakt in die geistige Welt haben und dort eben so quasi die Zukunft vorhersagen, ganz, ganz einfach. Genau. Äh, Hat und ja, natürlich nicht immer, wir hatten nicht immer recht, also ja, das wäre vermessen, ja, wenn wir jetzt immer, aber die Trefferquote jetzt in 8 Jahren ist schon beängstigend hoch. also Ja. definitiv über 50%, also das auf alle Fälle, Ja, ja. ja, Genau. Und bei der Lage, so wie du schon gesagt hast, da habt ihr ja auch also da ladet ihr Gäste ein, oder? Und genau. Gäste jetzt nur Politik oder habt ihr da auch Gäste von jedem Thema oder über jedes Thema, dass wir das Nee, eher behandeln können? politisch, also Dirk Pullmann, Wolfgang Effenberger, Thomas Bachheimer, Patrick Poppel, der in Russland sitzt, also schon eher, da geht's rein um Geopolitik. Okay. Ja. Und jetzt mit diesen beiden Formaten irgendwann mal Probleme bekommen bezüglich also YouTube-Sperrungen oder Bannungen, oder sind die überhaupt monetarisiert? Ne, natürlich nicht. Okay. Okay. Aber Natürlich nicht. sonst Probleme dadurch? Also mir wurden, der Name Mitas ist im YouTube-Algorithmus nicht willkommen. Mir wurden zig Kanäle ohne Strikes einfach gelöscht. Hm? Ja, ich habe zwar noch Kanäle, aber ich kann mich nicht einloggen. Die sind mit meiner Streaming-Software noch irgendwie vernetzt, sodass ich sie bespielen kann. Aber ich Mhm. kann mich nicht in die Konten einloggen, um da zum Beispiel einen Beitrag zu editieren, Text Mhm. irgendwie reinzuschreiben und so. Das geht nicht. Und deswegen konzentriere ich mich auf Rumble. Ich habe Mhm. eine Doku gemacht, zum Beispiel über ein Great Reset, die hat 600.000 Videozugriffe, ja, auf Rumble. Okay. Mhm. Ja. Interessant. Also da stimmen die Klickzahlen noch. Mhm. Also Ja. das heißt, wenn du mir die Freigabe für unser Gespräch geben solltest, dann sollte ich also besser deinen Namen falsch schreiben, damit das Video nicht eingeschränkt oder gebannt wird. Ich würde aber nur Manuel Cornelius schreiben, ja. Mitas würde ich vielleicht weglassen, ja. Okay, oder zumindest mit das anders schreiben, ne? Weil im Thumbnail ist es ja richtig dann Ja, drinnen. oder Satim schreiben oder wie auch immer, ja. Also Ja. wirklich, ja. Mhm. Ja, okay, das ist sehr, sehr, sehr Es ist guter schräg, Tipp. aber wir sind Ja, leider in der offenen Psychiatrie. weil so ehrlich muss ich auch sein. Natürlich, je mehr Aufrufe man hat und Abonnenten, umso leichter kommt man dann natürlich an weitere Gäste und Gesprächs- und Interviewspartner, Natürlich. das ist ganz klar. Ähm, was bei dir natürlich über deine Jahre hinweg und die vorberufliche Laufbahn dann schon teilweise auch trotz Psiram eben einfacher ist, eben an Gäste zu kommen. Ich sehe jetzt so, wir haben jetzt ja, schon knapp 90 Minuten mit der Vorzeit. Ich glaube, das reicht jetzt mal fürs Erste. Äh, Manuel, ich bedanke mich auf alle Fälle. Vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Ja. Ja, Danke für die Einladung und sollten Sie noch Fragen ergeben, auch von den Zuschauern, dann können wir vielleicht einen zweiten Teil, also je nachdem, wie die Resonanz ist, ja, kann man genau. vielleicht so, ja, aber schauen wir mal. Genau. Und deshalb, also wir haben das Ganze jetzt mal wirklich nur oberflächlich behandelt, denn mit der Tiefe würde das einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Somit bildet euch eure eigene Meinung über den Manuel. Der Manuel wird mir dann hoffentlich einige Links noch zukommen lassen, die ich dann in der Videobeschreibung dann eben
einfügen darf, damit ihr über ihn so oder noch zusätzlich recherchieren könnt auf eigene Faust. Und das Angebot nehme ich natürlich an, sollten weitere Fragen, also auch von euch auftreten, beziehungsweise von meiner Seite vorhanden sein, wo es wirklich noch so viel gibt, das hat jetzt im Video, also im Bild gar nicht Platz, würde ich mich freuen, wirklich noch mal ein unverbindliches Gespräch über andere Themen, so wie jetzt, abzuhalten. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag nochmal und vielen Dank fürs Schauen, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, alles und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau, liken, abonnieren, macht das bei dem Kanal und ich bedanke mich für das Gespräch. Ich gebe ja zu, ich bin ein bisschen eher davon ausgegangen, dass ich da heute eventuell aufgemacht werde. Also ich war eher darauf eingerichtet, ich habe Probleme mit kritischen Fragen, habe ich kein Problem. Ich habe dir nur gesagt, wenn es unter der Gridlinie wird, dann breche ich ab. Aber das war ja nicht der Fall. Es war wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch. Dafür möchte ich mich auch bedanken, auf Augenhöhe, respektvoll, so soll es auch sein. Und dafür nochmal danke von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Manuel. Und somit wünsche ich dir auch einen schönen Tag. Ja? Also und noch bitte ganz kurz warten, weil das Video muss dann noch hochladen und ich beende jetzt mal die Aufnahme. Danke.